Hi Gugge, Freunde, gestern gab es meine Reaction auf das Video von Jules in den Tiefen des Meeres und ich bin abgedriftet hier bei der Stelle, wo es um diese Untergrundhöhlen ging. Und deswegen, ich bin in der Reaction auf andere Videos übergesprungen und das ging so fernab von dem ursprünglichen Content, dass ich da jetzt ein eigenes Video draus mache. Hier ist meine Anmoderation. Hallo Leute, willkommen, und ich würde sagen, was ich da aufgenommen habe, ne, was ich da irgendwie abgedriftet bin, Gugge. Das ist das, was ich gesehen habe, glaube ich. Stuck alone in a cave? ENGE Warning. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ja, Angst vor, also ganz kurz mal, ne? Angst vor engen Räumen. So, und das ist ein Hobby, ne? Da klettern die in die Höhlen, ne? We're at this deep pit cave today. Das ist Action Adventure Twins. Und der macht das wohl häufiger, ne? Second rope today. We're gonna go ahead and string these up. Sondern es ist bestimmt so eine bekannte Höhle, was weiß ich wo in der Natur. Da klettern die jetzt rein. Ich mache mal ganz kurz einen Schnellvorlauf. Wo die sich denken, jo, was soll schief gehen, wenn die Steine da runterkullern? Alleine, einer geht runter und der andere macht oben einen falschen Schritt und du kriegst, na gut, die haben Helme auf, aber trotzdem, gefährlich. Dude, that kept going. Yeah. Jeez, this is intense, man. Ja, das finde ich auch, ne? Wie viel Geld willst du mir bieten? Been a while since our... Aber pass auf. Jetzt also die Höhle hier runter, nicht? Mit so gesicherten Seilen, dies, das, Ananas. Guck mal, wie es da tropft, was da richtig... Dieser Regen und... Schon irgendwo interessant. So, geht also rein und tiefer rein. Ich gehe noch einen Schritt vor. So, ich drücke mal nach rechts. Der seilt sich auch ab. Genau, ab in die Höhle. So, pass auf, Freunde. Ah, das sind Frösche. Guck mal, da wohnen noch andere Tierchen. So great. Wildlife and coral fossils everywhere. Sind das Fossilien? Oh, krass. Das ist krass. Kommen die durch den Regen? Steter Tropfen hüllt den Stein, tut der Regen das ein bisschen abtragen, oder was? Mit der Zeit? Is this the sketchy pit? Also ich denke mal nicht, dass da permanent Leute runtersteigen, aber ich weiß es nicht. Yeah. Oh, man. Yep, we got two. So, da kommen wir zum interessanten Teil. Also Plot Twist, da finden die noch einen tieferen Durchgang. Und denken sich so, geil, tiefer hinab in die Höhle. Yeah. Und da wird's enger und trotzdem denken die sich so, ja, nix wie rein da an den Lachs. So, der zweite kommt auch runter, schön, nice. Und alleine das, ne, ein paar Mal in der Höhle runter. Ich denke mir, wenn da so ein Seil reißt, was machst du dann? Aber ich glaube, noch kannst du immer noch irgendwem Bescheid sagen oder kannst irgendwie, vielleicht hast du noch Handyempfang. Wobei, in der Tiefgarage hat man auch schon kein Handyempfang mehr. Warum dann also da unten in der Höhle? Also, es ist schon nicht ungefährlich, finde ich. Oh, yeah. So, und dann geht's da unten weiter, ne? Metal bar. Oder hier? Wo wollen wir lang? No. Wow. So, und da ist in der Höhle. Ich meine, die sind nicht die Ersten, die da waren, aber pass mal auf. Whoa. There's another drop right here. No way. Da geht's noch tiefer, guck mal hier. Drop. Yeah. I don't think we can get down it without a rope. Stark, oder? Yeah. Oh, okay. Guck mal, da waren schon andere vor denen. Können die direkt nutzen. Ich sag mal, was gibt's denn da unten, außer noch mehr Abgründe? So, erwartest du irgendwie das One Piece zu finden, oder was? Eher nicht. Gotta be the way then. Wenn ich da klettern würde, ich würde den nächsten was hinterlassen. Ich würde irgendwie so eine Schatztruhe aus Plastik oder so hinstellen, nur damit sich die Leute denken und, keine Ahnung, irgendeine Message rein. Das wäre doch wenigstens ein bisschen lustig. Nicht mal das gibt's. This is like somebody's collapsible caving cup. That's ridiculous. Right? Okay, da gibt's Überbleibsel, aber... It's old school. Very old. I see what you mean, that's a tight one. Als nächstes geht's da rein. Aber ein normaler Mensch geht ja nicht rein, oder? Das Video geht noch eine Weile. I'm going in this hole that's so tight.
Ja. I had to take my helmet off. Oh, that's tight. Ja, da muss schon sein Helm und sein ganzes Zeug ausziehen, seine Sicherheitsausrüstung, um da überhaupt durchzupassen. Punkt 1, ich passe da nicht durch. So. Punkt 2, selbst wenn ich exakt dem seine Statur hätte, ich hätte Angst irgendwie, dass so ein spitzer Stein absteht oder so. Das ist ja hier kein Kinderspielplatz. Das ist ja Natur. So. Woher willst du wissen? Ein falscher Schritt und du schlitze den Bauch auf oder so. Was weiß ich, ne? Really sharp too. Ja, really sharp too. Mach Sachen. Macht Spaß. Okay. Und da unten ist scheinbar wieder ein bisschen Platz. Und ich glaube, sein Kumpel kommt dann nicht mit runter an der Stelle, oder? Ah, mine's got a survey tape. Yeah? Survey Tape, das heißt, da hat sich schon mal einer runtergequetscht. Yeah. This cave is so short, dude. I know. Cut up. Ist er doch mitgekommen bis I hierhin. had to take my helmet off again. Achso, es kommt noch so ein Durchgang, na klar. So, das ist kein Spiel, wo du irgendwie den Safe State laden kannst oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Whoa, there's like a whole stream bed down here. So, und dann sieht das so aus. It doesn't open up? No, it's gonna be ended though. Und da ist auch Wasser und so, voll eklig. Also, was tun? Da sind wahrscheinlich irgendwelche Tierchen im Gewässer, die sich halt erschrecken, weil da auf einmal hell wird durch den ihr Licht und so. Seht ihr das? Irgendwas tappt da im Wasser rum. There's something moving in the water over here. Oh, it's a giant salamander. Salamander? Der ist da zu Hause und denkt sich so, what the F? Was ist hier los? Hell? This is huge, man. So, was tun, werdet ihr euch fragen. Was würde ein normaler Mensch jetzt tun? Squeeze In dieses eiskalte, zugegeben ziemlich reine Wasser. Es sieht sehr sauber aus. Jetzt kommt so ein dreckiger Mensch. So, der robbt sich jetzt durch das Wasser, ne? so low, my ears going underwater. Oh, that's cold. Guck mal, und da auch. Der robbt da mit dem Bauch voran und da sind, guck mal, wie spitz die Steine sind. This is where I'm at. So, und da hat er Spaß des Todes. Guckt euch an, wie er da hängt. Ich war mal in der Röhre. Also dieses, wie heißt es, MRT? Ist es MRT? Gibt es verschiedene Formen von. Aber schon mal so richtig. In der Röhre. Ich hatte was am Bein. Und da muss man, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten auf so einem flachen Brett liegen und man kann sich auch nicht aufrichten. Ich bin fast verrückt geworden. Ich meine, ich hatte sogar einen Notknopf. Wenn irgendwas ist, kann ich Bescheid sagen, dann hören die auf. Ich habe natürlich durchgezogen, aber ich habe mich sehr unwohl gefühlt, dass ich mich nicht einfach aufrichten konnte oder so. Aber das da, wenn du da in Panik verfällst, stell dir vor dir ist auf einmal eine riesen Tarantel. Wo willst du hin? Was willst du machen? Nichts, du kannst nichts tun. Dass es einstürzt, hätte ich jetzt nicht unbedingt Bock. Wobei ich weiß auch nicht, guck mal, was ist, wenn da noch keiner war? Also, was ist, wenn du, dadurch, dass du dich da durchrobbst und du übst ja Druck auf, nicht nur auf den Boden, sondern auch auf über dir, dass irgendwas nachgibt und auf einmal bist du Matsch. So, was soll das? Was ist für ein Kick? Und dann noch einen eiskalten Kackwasser. Well, I try and tilt it up. My mouth goes underwater. Gotta keep. So, jetzt will er weiter. Hört's euch an. Und was passiert? Spoiler, also diese Höhle, die wird ja nicht, wo er sich befindet, die wird ja nicht größer. Er wird immer kleiner und enger. Also es ist nicht gleichmäßig, sondern es wird immer schmaler, 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 schmaler. Und er robbt sich immer weiter rein. Was soll ich dazu sagen?
It's getting lower. Und? Würde ihr es machen? Nicht für 1 Million, nicht für unendlich Geld würde ich das tun. Weil, scheiß drauf, Mann. This is not good. Da hängt er. Like, legit. Ist not good. Also gehen wir mal weiter. Seht ihr diesen Stein, der da ist? Ich glaube, der musste schon die Steine im Wasser so weg. Oh my god. If this ceiling even collapses like an inch, I'm squished like a bug. Ja, toll, oder? Dann mal weiter. Was ist mit ihm If I los? want to stand my head up, I can't. Guck mal, damit er seinen Kopf gerade machen muss, muss er hier in das Rotzwasser reintauchen. It just goes underwater. Also machen wir mal weiter, ne? Es wird immer tiefer. Seht ihr das? Sieht man, ne? Gonna get wider. It was just a way big. It's been like an off and on raining type of day. Und, was ich auch noch bedenken möchte, gut, da hat es zwar schon geregnet und so, aber stell dir vor, du bist da und irgendwas passiert, weiß ich nicht. Da kommt Wasser rein, weil es auf einmal mehr regnet, was weiß ich. Und du bist da, steckst fest, du ertrinkst oder was? Das ist auch mal, wo kommt denn warum bildet sich da überhaupt eine Höhle in der Form? Das ist doch auch Wasser, was irgendwie das Gestein abträgt, oder nicht? Muss nicht das schon mal voll mit Wasser gewesen sein zu irgendeinem Zeitpunkt? Ich weiß nicht, wie sich sonst das bildet. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist nur mein Gedankengang. So, das ist wieder zurückgegangen, weil geht ja nicht weiter, ne? Also stuck alone in a cave. Sein Kumpel war ja schon lange nicht mehr mit unten. Und er dachte sich kurz, oh scheiße, ich komme ja nicht zurück. So, mit aller Kraft kommt er hier raus. Und da bist du auch irgendwann, lassen deine körperlichen, lässt alles nach, so von der Anstrengung her. Hey, Was, wenn James! das, Oh. I'm coming. Dude, I got stuck. No. I was having a little freak out moment. ja, zu Recht, ne? Wenigstens, vielleicht war es ein Wachrüttler für Action-Adventure-Twins. Und dann gehen die halt alles wieder raus. Dann brauchst du dafür auch noch Kraft, ne? Um wieder rauszukommen, so. Hilft dir nichts. Da ist ja kein... Also irgendwann findest du da unten bestimmt noch ein Mc's oder ein KFC. Das kann schon sein, aber davon abgesehen... So, und am Ende ist auch draußen dunkel schon. Was zur Hölle, denke ich mir. Was zur Hölle. Und der macht noch weiter hochgeladen. Vor 2 Tagen, vor 9 Tagen. Ne, das Video eben wurde mir vorgeschlagen. Danger, do not enter cave. Und er macht es, ne? Das sieht ja interessant aus, wenn du so rumlaufen kannst. Das sieht ja interessant aus. Aber, Freunde, pass mal auf. Die Nutty Putty Cave. Das ist eine interessante Geschichte. Und da ist einer weitergeklettert. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, spoilern. Wir müssen auch gleich auf das Jules-Video zurück. Und ist weitergeklettert, bis er so hing. Und soll ich euch was sagen? Der ist da bis heute. Der ist da bis heute. Ganz kurz. Freunde, hört mal rein. When families gather for the holidays, fun activities are often planned to make core memories together. The Jones family decided to go caving at Nutty Putty, but they had no idea of the devastating loss their family would suffer. This is the fatal breakdown of the Nutty Putty Cave tragedy. Ich weiß nicht mal, wo die ist, John die Nutty Jones Putty. was ready for some family fun when they decided to explore the Nutty Putty. Okay, da haben sie es gerade gezeigt. John Jones Okay, an der Stelle in den was USA. ready for some In Utah. family fun when they decided to explore the Nutty Putty Cave in the Utah desert near Salt Lake City. He Salt had not Lake. been to this Alter, mein 3DS, mein Aufnahme 3DS war in Salt Lake City. particular cave before, but he and his brother Josh had spent much of their So sieht das heute aus. Da ist auch so ein Grabstein von dem College. Weil der hängt da ja noch ab. youth caving in a variety of Utah caves. He considered himself to be an experienced caver.
though his exploring had slowed down in recent years. He had gotten married, had a child, and was currently a medical student at University of Virginia. This made Toll, seine Tochter kann jetzt damit angeben. Mein Vater ist berühmt geworden. for a busy regular schedule, which left little time for cave exploring. During the Thanksgiving break, he was returning home to relax with family for the holiday. They planned a day of hiking and exploring at Nutty Putty, which is considered a beginner's cave by most. Beginner's Cave? The main areas of the cave were interesting for everyone. There was the maze Waren da Kinder? room, which had openings and tunnels leading around large boulders. There was a large ramped area called the slide, where the entire room sloped down at a 45-degree angle with a rope to guide you down. This cave system was well mapped in most of the traversable areas. There were Selbst da würde es mich nicht weiß nicht. also well-known areas that were more challenging, like the birth canal or the aorta crawl. These areas were tight and difficult to pass, Der Geburtskanal und die Aortakammer. so only more experienced cavers would be attempting to squeeze through these passages. Okay, so sieht's da wirklich aus und guckt euch an. Aber was ist, guck mal, du musst auch irgendwelche Vorgaben geben, wenn du zu fett bist oder so. Jetzt mal ohne Scheiß. Du kannst doch nicht sagen, da kann jeder durch und jeder rein. Das macht keinen Sinn. Even with the known challenges, people still found themselves stuck in tight squeezes in these tunnels. Aha. Nutty Putty had just recently been opened back up to the public, after being closed for several years because of cavers getting stuck in these difficult squeezes. Ja. They were passable for some, but others would find that their shoulders or hips would just not pass, no matter how hard they pulled against the rock. After wedging themselves in the narrow space, they were Das ist ja gruselig, oder? Das macht mir ein bisschen Angst. Wenn ich das so sehe. completely stuck, requiring serious assistance to inch out backwards. Because of these rescues, a new permit-style entry was required, listing 2 experienced cavers per group. Josh had obtained a permit for a group to explore the Tuesday before Thanksgiving, Yeah. November 24th, 2009. John's pregnant wife Emily stayed back at the house with their 1-year-old daughter Lizzie to enjoy a more relaxing evening with the in-laws. Their group of 11 family and friends started off in the main open cave sections. Eventually, John and his brother Josh took 2 friends off to find more challenging tunnels to try. Das ist so interessant. They had heard stories about the birth canal and consulted the map for its location. It was known to be a long, tight passage with a particularly tight squeeze near the end. If you could just get past the narrowest part, there would be a small room at the end to Klingt auch ein bisschen witzig, ne? Dass sich das so durchpresst und dir vorstellst, es wäre ein Geburtskanal. So, das kommt mir so bekannt vor hier. stand up and turn around. Ich bin übrigens Kaiserschnitt, ich kenne das nicht. They knew that the Vielleicht kommt das daher, dass ich da kein Interesse dran habe. birth canal would be tight and could be panic-inducing, even for experienced cavers. They spread out to try to find this particular tunnel. John and Josh took the passage on the left, moving through a small tunnel for around 15 feet. It undulated up and down in several elevations over the next 10 feet. There were outcroppings of rocks and tight squeezes that required a caver to twist their body in several orientations to get shoulders past, then hips, and finally twisting legs so that they bend in the proper direction. It was not a matter of simply pulling your body forcefully through a tight hole. This area was called the corkscrew, because the few who had been through it were small and flexible, Siehst using du? all their skills to maneuver slowly through Also ich muss jetzt, vielleicht können manche kein Englisch, deswegen. Der Korkenzieher nennt sich die Stelle. Guck mal, wie eng die ist. Und nur kleine und sehr wendige Leute haben es da bisher durchgeschafft. the panic-inducing contortions. After the corkscrew area, the Guck mal, du musst doch deinen kompletten Körper, du musst deinen Rücken quasi zurückbeugen, du musst deine Beine müssen sich anpassen. Wie kommst du so zurück? passage angles up for So wie du rausgekommen bist, ja. another 5 feet or so, then turns down over a rock ledge with a sharp 90-degree bend to the left. Up until now, cavers had used this small area after the corkscrew to turn back on themselves if needed, and head back through the difficult section. 5 years before, a 16-year-old boy named Brock Clark was stuck in this corkscrew section. He was only 5 foot 7 inches tall and weighed 140 pounds. Der hing im Korkenzieher fest, ja. But got wedged when he was trying to turn around. It took 14 hours for rescuers to free him. John was in the exact spot where Brock got stuck trying to turn around. Since John was 6 feet tall and 200 pounds, Oh shit, guck mal, und der feststeckte, war viel größer und schwerer.
He clearly knew that turning around in this part of the tunnel was not an option for him. He was in a 12-inch high space, with not enough lateral area for his pressed body to ball up for a turn. He pushed forward to the ledge area and squeezed over the top of it. Ach, der ist weitergegangen, weil er davon ausging, du kannst ja da nicht drehen, weil selbst der 16-jährige Junge zuvor, obwohl er viel kleiner war, es nicht schaffen konnte. Ja, aber... It was a tight area to get through, but he thought he could see it open up down below. Ja, aber ich denke, das ist ausgeschüttet. Ich denke, man weiß, wie das da aussieht. He sucked in his stomach and pressed himself through the squeeze, pulling forward on the rocks in front of him. He would be moving headfirst in a downwards angle now, but it looked like there was an area ahead to turn around. John didn't know it, but no one else had ever crossed over this ledge before. Ah, es ist noch nie einer dahin gegangen. He was in completely uncharted territory. Das macht Sinn. Despite being in an extremely tight and uncomfortable position, John kept his cool. He was certain that there would be an opening ahead. All along, he thought he was in some part of the birth canal, where many cavers had felt stuck in the constricting tunnel, but ended up being just fine once they reached the other side. Once he passed through a tight zone, he started to slide toward the bottom of this tunnel. He was nearly doing a handstand. Moment, also wenn er dachte, der wäre im Geburtskanal, dann konnte er es ja doch nicht wissen. Dass der da war, wo ein 16-Jähriger umdrehte, okay. Also er hat einfach nur erkannt, ich kann den nicht umdrehen oder ich komme irgendwo wieder raus. Er dachte, gleich kommt wieder eine größere Stelle. Gleich kommt wieder ein bisschen Platz, wo er dann sich vielleicht wieder aufrichten kann oder so. Trying to hold his body up and figure out how to push backwards. He still couldn't turn, and now he was upside down. Gravity was pulling his 200-pound body against the fading strength of... 200 Pound? Wie viel sind denn 200 Pound in Kilo? 90 Kilo hat er gewogen. Das ist ja nix. Ja doch, ist schon... his arms. He yelled out to his brother Josh and told him not to follow him, but to go back out. They discussed his options and decided that moving forward to try to turn around was the best idea. Scheinbar nicht. Also so sieht's dann aus, was ihn erwartet hat. Toll. He was collapsing onto his shoulders and head at this point, and needed to make a move to get out of this vertical position. Scheiße, Mann. His headlamp gave him a glimpse of a hole in the floor ahead, which might lead to a larger space. He felt a little more hopeful now, thinking that they would be laughing about this misadventure over Thanksgiving dinner. He made the slight turn and headed towards the hole. Exactly how he got himself into this tunnel hole is unknown. It's thought that he may have slipped, hit his head, and became wedged in the tight space. The other thought was that he looked in the hole, but misjudged what he saw, thinking it was an opening and not simply a dead end. Also der hat da reingeguckt, runter und dachte sich so, ach, da unten, da ist dann bestimmt Platz. Also war er auch kein besonders guter Höhlenforscher, oder, ich meine, sonst hättest du es ja gewusst, oder nicht? Fisher. Either way, John had ended up in a small opening in the bottom of this tunnel, which was impossibly narrow. Just 18 inches by 10 inches, not much bigger than the screen of a laptop computer. 45? Kein Zollstock jetzt hier. John found himself wedged nearly completely upside down at a 70-degree angle. He had spent some time trying to push himself back upwards out of... Also, was ich auch weiß, ich weiß nicht, ob das noch thematisiert wird, aber der musste sogar, um hier durchzukommen, ne, hat er ja nicht sofort gepasst. Dein Brustkorb, wenn du ein- und ausatmest, dann dehnt sich das ja aus und wieder ein. Und er hat sogar, um da durchzukommen, und um diese Stelle hier, musste der sogar kurz die Luft anhalten, so, damit der Brustkorb klein wird und erst dann weiter und dann steckt er so fest und atmet wieder aus. Wirklich die Luft angehalten, ne? Atmet dann wieder aus und dann steckst du fest. Ich meine, er kann jetzt auch wieder die Luft anhalten, aber so richtig alleine zurück, schwierig. Of this hole. It was exhausting. His arms were pinned in a useless position. One folded der kann seine Arme auch nicht mehr benutzen, so, oh mein Gott. under his chest, and the other trapped on a rock down by his side. He strained against the wall. Ja, die Bilder sind jetzt alle immer so ein bisschen, ne? Also wenn da steht Real Footage, ansonsten ist es Beispiel-Footage. And quickly realized that all of his effort would not move him back up 5 feet to the shallow Da steht tunnel. nicht, dass es real ist, wisst ihr? His calves and feet were still free up in the passage,
but his legs were now wedged on the smallest side of the hole, only 8 inches wide. He started yelling for Josh again. His brother knew that he was trying to turn around, so his yells were not a good sign. Josh made his way back into this tight Der geht so rum. space and traversed the corkscrew path. But unlike his brother, he went feet first this time. He continued toward the sound of John's voice, up over the ledge. Ist ja noch beängstigender. Aber sinnvoller. Füße voran. He finally came to an alarming sight. He could see the end of his brother's legs sticking out of the rock, as if it had swallowed him whole. He inched forward until his feet could squeeze one of John's legs. Also der zweite Mensch, der da weitergegangen ist. Und er versucht mit seinen Beinen, den wieder rauszuziehen. Das klappt so nicht, ne? Tried to grip and pull up, while John pushed from his end. After several futile attempts, they were both feeling exhausted and frustrated. Josh could see that this was very serious, and they would need professional help to get him out. They agreed that Josh should go get help, and John should try, as much as possible, to stay calm and relaxed. While Josh went for help, one of the other family friends went into the area to speak to John and let him know that he wasn't alone. For several hours, John just remained trapped upside down, focused mostly on the chore of breathing. Alter, und was willst du da machen? Da würde ich ja nach Sekunden, nach Minuten schon in blanker Panik aussprechen, aber jetzt erstmal ein paar Stunden so verweilen. Da hat er wenigstens hat er mal drüber nachgedacht und sich dachte, vielleicht sollte ich das nicht mehr machen. Vielleicht war das ein Fehler. Fisher squeezed his chest. Vor allen Dingen, ne, auch wo er davor die Stellen da weiter oben gesucht hat, nach einem Punkt zu drehen, hätte er noch zurückgekonnt in der Theorie. Aber hier wohl nicht. Focused mostly on the chore of breathing. The Fisher squeezed his chest, where only shallow breaths were possible. All of his efforts to move up had actually settled him deeper into the crack. As time went on, gravity continued to pull him against the rough walls of the tunnel, tightening its grip on his exhausted body. Ja. Once help had arrived, the first cave rescuer, Susie Matola, made her way to where John was stuck. It was now 12:30 in the morning, and John had been upside down for 3 hours. Susie was just 5 feet 3 inches tall, so working her way through the corkscrew area was... Ach, die war viel kleiner. War jetzt, warte mal. Susie was just 5 feet 3 inches... Das sind, also guck mal, das war der das ist der 16-Jährige. Das ist der jetzt feststeckt und die hat es viel leichter da durchzukommen, weil die kleiner und bestimmt immer schlanker ist. Tall, so working her way through the corkscrew area was much easier for her. Ropes had been tied to her ankles as a precaution in case she got stuck as well. Easier for her. Ropes had been tied... Aber da ist ein großer Platz, wo die stehen links. Und dann haben die trotzdem noch ein Seil an die dran gemacht. Die geht durch einen Korkenzieher und dann bis zu ihm. Tied to her ankles as a precaution in case she got stuck as well. She checked on how John was doing and let him know that they'd be getting him out. He must have had a small wave of relief, thinking that professional help had arrived and he would soon be free of this trap. Susie tied webbing straps around his legs and then fed it back to the pit where the tunnel started. Several attempts were made to pull on the ropes to leverage John back up and out of the fissure. There was just too much friction on the ropes to make any effective release on John. He was still pinned, without the use of his arms to fully assist. After attempting a few things and considering many aggressive options, the decision was made to enlist a pulley system in order to help lift John up and out. Guck mal. Pulley, also so ein, wie nennt man das auf Deutsch? Ein Zugsystem. Pulley, Deutsch. Rolle. Ja, so ein ja. A pulley had been successfully used when Brock Clark was stuck 5 years before. Even though they had a plan of how to help, this was not an easy location to work in. Each piece of equipment would need to be brought in from the entrance. Da war noch nie ein Mensch, weißt du, vorher. Und jetzt sollen die den da retten. Which took nearly an hour to reach the other side of Corkscrew. The tunnel was extremely... Es dauert überhaupt eine Stunde, um überhaupt mal zum Korkenzieher zu kommen. ...tight, and only smaller power tools could be carried in and out. Only one person could be in there to assist at a time, and they would need to be small or wiry to effectively move through the passage. It was just not an ideal situation. Each pulley took an extraordinary amount of time to install. Also wir müssen überall diese Dinger hinmachen, aber das können nur kleine, schmächtige Leute.
zierliche Leute, die noch wieder keine Kraft haben vielleicht, um massenweise da reinzubohren. Ist das belastend, ey. During this time, cavers were trying to talk with John, console him and share stories to keep him calm and talking. He was a devout Mormon and spent time praying and singing to seek solace in this unreal situation. John had spent the night upside down and was showing signs of the physical limitations of the body to withstand this position. The human body was not made to be upside down for long. The entire circulatory system is designed using pulses of pressure from the heart to move blood forward through the system, while valves and fibrous vessels would hold blood and stop it from going backwards. This one-way flow balances pressure, gravity, and valves to keep oxygen available to all tissues and to remove toxins from the body through the kidneys. John's body had been fighting gravity for more than 12 hours. Ja, The scheiße. brain Mann. was not built to withstand this kind of fluid pressure. Fluids were building up in his lungs, and toxins were starting to accumulate from the lack of proper circulation. His organs were pressing on his lungs, and each breath was an exhausting effort for muscles not built for such work. Ist doch scheiße, Mann. Was soll man da fühlen, ne? His breathing was slowing, and he was completely spent from the effort. Throughout the night, he had gone from being completely calm and lucid to helplessly thrashing his legs and hallucinating. It was excruciating to watch for the rescuers. They were Also erst blieb er cool, aber mit der Zeit war er dann richtig Banane im Kopf. Das macht Sinn. helpless, exhausted, and feeling trapped themselves. The air in this cave system was warm and damp. It took a concerted effort to remain calmly breathing when you are Also nicht mal kalt, es ist auch noch so warm, stickige Luft. Na toll, ey. restricted and can't move or Ich kriege even die breathe Krise. properly. But the rescuers knew they could get out when needed. John didn't have that luxury. He couldn't expand his chest to breathe, and the air around him was losing its oxygen concentration little by little. During this time, a wired telecom system was brought down to where John was Hat ein Telekom-System? Was? little by little. During this time, a wired telecom system was brought down to where John was stuck. His wife Das nennen die nur so, oder? Das hat jetzt mit der Deutschen Telekom nichts zu tun, oder? spoke with him, encouraging him to hang on and be faithful. John assured her that he would be out with her soon. It wasn't until 4 o'clock that day that they finally got the pulleys in place to move him. Ryan Schertz was in the tunnel when the system was ready to try. John's body had settled into the narrow side of the opening, so Ryan had to push his legs over as the team pulled from outside. Each heave moved him inch by inch Guck mal, die haben an jeder Ecke das rote Band hingemacht. Und dann an seinen Beinen festgebunden. up out of the hole. By this time, John's legs were in excruciating pain. Ja, scheiße, guck mal, was willst du machen? Du kannst ihn nach oben holen, ja, so. Und dann? Musst du den umdrehen oder es geht nicht zurück. Es geht nicht. Dann musst du die Beine so brechen nach vor. So. Ja. Also bevor du da gar nicht mehr rauskommst, ja, dann muss man halt ein Opfer bringen. Da bist du halt bei Saw 1, wo du dir die Beine abschneiden musst. Also lieber ohne Beine weiterleben, als nicht mehr weiterleben. Oder? A rope had been tied around his legs for hours as rescuers tried various methods to help him out. They were completely blue and had no discernible pulse, yet each tug had him call out to stop as his nerves were ultra-sensitive at this point. They paused to give him a moment to gather himself, and then tried again. It seemed to be working. John was finally being pulled up out of this hole. He was raised enough for Ryan to look down to make actual eye contact with him and pass down Eye contact. a tube to drink Gatorade. This effort was extremely slow going, and they were all exhausted from the difficult effort. Ryan was squeezed in a tunnel just 12 inches high and had his head near John's legs as they worked him slowly out of the tight 10-inch fissure. Although they were making some progress in lifting him up, they were no closer to getting him out. His legs were hitting the low ceiling above his tunnel, and twisting them into the passage was impossible. He had no control over his legs now, after 19 hours upside down. Without his help to delicately bend his knees to the side, they were strongly considering breaking his legs to get him back into the passage, because time was running out for John. Then, in a sudden moment of blinding pain, Ryan blacked out. When he came to, he was bleeding heavily and confused. The rope, holding the pulley to a natural arch section in the cave, broke and whipped the carabiner and pulley directly into Ryan's face. He suffered damage to his face, lip, and tongue, as well as a concussion.
He had to get out of there quickly. John was back where he started, completely wedged in the tunnel with the arch section. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Also, als Reaction meine ich. Ey. Also, die ziehen den, das sagte ich mir nämlich auch schon. Guck mal, die haben überall so Haken drin gemacht. Und am Ende ziehen sie das Seil, das an seinen Füßen befestigt sind. Das Seil ist schon so fest, die Füße sind blau und alles. Okay. Vor allen Dingen die Schuhe erstmal ausziehen. Ich gehe mal davon aus, die haben die Schuhe ausgezogen, ne? Weil die sehen ja auch, sehen zumindest hier sehr dick aus. Und keine Ahnung, ich würde die Schuhe einfach ausziehen. So, what the fuck. Und dann haben die das da oben, ja, guck mal, da kannst du vielleicht mal so hinbohren, so, dies, das, aber da oben dann nochmal festmachen, muss ich da an der Stelle nochmal umdrehen und nach oben bohren. Also ich habe in meiner Ausbildung viel in Wände gebohrt und manchmal gibt es halt auch unangenehme Stellen und dann ist das so eine Kraft, die ziehen da mit aller Gewalt und dann ratscht das Ding da raus und flitscht dem ins Auge und auf die Lippe, oder was? In the cave, broke and whipped the carabiner and pulley directly into Ryan's face. Der Karabiner He suffered ja. damage to his face, lip and tongue, as well as a concussion. He had to get out of there quickly. John was back where he started, completely wedged in the tunnel with the circulation to his arms cut off and his legs completely dead. He was unable to help free himself in any way. This moment started the final demise of John Jones. After Ryan was checked out in the pit and then sent off to the hospital, his father Dave. Ja, und der Retter dachte sich auch so, okay, Feierabend, ich bin raus für heute, Leute. Mach den Scheiß ohne mich. Alter. Took his place in the passage with John. It took an hour to re-establish the pulley lines, and Dave tried to... Und vor allen Dingen, das Seil reißt ja dann. Das Seil ist nicht gerissen, sondern nur der Karabinerhaken, oder? Das Seil ist noch in place. tie a rope around John's body, but couldn't get the rope past his wedged torso. All the time Dave was with John, he was not responsive. This entire operation required John's help to effectively rescue him. There was no way to lift his 200-pound, 6-foot frame without him pushing and trying to leverage himself in some way. In Dave's effort to tie... Ah, der war dann auch leblos. Hat er nicht mehr geholfen und ja, dann war's vorbei. Up John, he got himself stuck for about 15 minutes. Their desperate effort to help save this man had put both his son and himself in danger. Ach, der eine Retter war dann noch 15 Minuten, steckte auch fest. Der hat sich dann auch gedacht, scheiße, jetzt bin ich dran. It was a devastating reality. Once he had pushed himself back into the 12-inch tunnel, he was exhausted and had to leave. Brandon Kowalas took his place and brought in the telecom system so John's family could talk to him. His wife Emily expressed her love. Ich dachte, der wäre nicht mehr ansprechbar. Ich dachte, der wäre schon blackouted. And told him to take a break and rest after all of his effort. She still truly believed he would be coming out, but Brandon could see what she could not. John was no longer responsive, and no signs of life could be heard. Over the previous several hours, Ryan reported the gurgling breaths that John was struggling with. Now, there was silence. The rescue team gathered in the pit area inside the cave and discussed the situation. It was determined that a medical professional would need to confirm that he had actually passed. A paramedic was sent into the tight section to confirm what was suspected. At 11:56 on Wednesday, November 25th. Habe ich es richtig verstanden? Da muss noch ein Arzt darunter klettern, um zu bestätigen, dass der tot ist? John Jones was pronounced dead. The rescue teams worked for 24 hours straight to try to free John, but it was just not possible with his upside-down position. The clock was ticking, and he just ran out of time. John survived an extraordinary 27 hours in an inverted position, which is 3 times longer than what was predicted as possible. The 6 rescue personnel who actually reached John in that rocky prison were truly heroic. They willfully placed themselves in a portion of the cave that was unmapped with many known risks. They were selfless in their efforts, maintained a calm demeanor, and never gave up on a seemingly impossible rescue. Und so dachte der vermutlich, dass er rauskommt, ne? Als er runter kopfüber, dass er so irgendwo rauskommt in eine große Höhle. Recovering the body would be impossible. John was left to rest in the Ed's Push section of the Nutty Putty Cave for eternity. The entire cave system was closed off with concrete, never to be explored again. A plaque was placed there to commemorate the life of John Jones, never to be explored again. Die haben den Eingang komplett zugemacht. Obwohl die anderen Bereiche ja so anfängerfreundlich waren, ne? A plaque was placed there to commemorate the life of John Jones. Und da hängt er jetzt noch ab, ne? Die haben den nicht rausgekriegt, der ist immer noch da drin.
Der ist immer noch da drin. Still couldn't turn just to fully assist. Ultra sensitive at the seemingly impossible rescue. After the Ja. Also, schaut euch gerne das Originalvideo an. I went there, 30 Jahre als Teenager. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, Freunde. Finde ich nicht gut. Also ich finde es super interessant, ne? Auch gut gemachtes Video. War das bei Creepypasta Punch? War das bei Creepypasta Punch oder wo habe ich das gesehen? Tatsächlich nicht. Ich habe noch was anderes gesehen, das gucken wir uns jetzt nicht an, aber ich habe noch was gesehen mit diesem Ölrohr. Vielleicht jemand, der es schon mal gehört hat, weiß, was ich meine, wo die in so ein Ölrohr gezogen wurden und in dem Ölrohr festhingen. Ne? Und einer ist wieder rausgetaucht und man hat die einfach nicht gerettet. Das war auch so eine wilde Geschichte. Ich dachte kurz, es wäre bei Creepypasta Punch gewesen. War aber nicht so. Ja, Freunde, da mache ich ein eigenes Video draus, ganz im Ernst. Wir sind jetzt so weit abgedriftet. Ich fand es aber super interessant. Ich werde jetzt gleich das Jules-Video weitergucken, wo es eigentlich um die Titanic geht, um die Titan. Und dann sind es eben 2 einzelne Videos, weil das ist mindestens genauso interessant. Wenn ich sehe, dass es hier noch ganz andere, von demselben Kanal. Ja, ich mache jetzt keine, wir stecken in Höhlen fest, Reaction-Kanal hier drauf, aber vielleicht gucke ich hier und da mal rein. Wobei, es belastet mich auch einfach nur, ganz ehrlich. Es ist einfach nur, ja, also eine der schlimmsten Arten, wie man gehen kann. Aber man muss sagen, er ist leider selbst schuld, ne? Gefährliches Hobby. Let's Playen bringt mich nicht so in so eine Gefahr. Gut, das wär's für den Moment, Freunde. Ich würde mich über ein Däumchen freuen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ich vermute gestern für euch dann die Jules Reaction. Wie dem auch sei, danke und Gute.